Einen wunderschönen, meine wunderschönen Kadan hier mit Plants on Fire wieder. Es gab tatsächlich einen Kommentar, der besagte, ich soll doch bitte mal den Duell-Schach-Modus spielen. Das tun wir jetzt auch und dann meine Meinung abgeben. Zur Sache an sich. Ich habe 2 Runden gespielt. Bei der einen bin ich eingeschlafen. Nicht aufgrund der Qualität, sondern weil es unter der Woche schon so spät war und ich nicht damit gerechnet hätte, er geht so lang. Das eine Mal bin ich Zweiter geworden, war für mich noch recht unübersichtlich. Ich denke, es ist aber ihm geschuldet, dass ich halt die Einheiten überhaupt noch nicht so zuordnen kann. Ich habe das Decksystem noch nicht so ganz verstanden. Also jetzt kommt gleich, mit welchen 3 Decks man spielt. Ich denke mal, das ist sozusagen die Völker, die mit drin sind. Ich weiß halt nicht, wie das Main-Deck und der Besitz der Karten mit reinspielt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die Trades bei jedem Kauf eines Dieners oder Aktualisieren des Shops ein zufälliger Diener im Shop plus 50 bzw. 100. Für jeden Diener, den du verkaufst, erhältst du in der nächsten Runde zusätzliche Sonnenmünzen in Höhe seines... Nehmen wir das hier. So, das ist jetzt sozusagen meine Passive Check. Jetzt haben wir hier Affixe. Funktioniert nur für eine einzelne Runde. Danach geht der Effekt verloren. Versiegeln kann nicht gekauft werden. Kann nicht gekauft werden. Ich check's nicht. Okay, beim Kauf. Ja, ich guck mal, jetzt werden hier auch die Affixe erklärt. Na super. Bei Kauf gewährt 2 gratis Shop-Aktualisierungen. Die ersten 2 Knollencremer in jedem Match kosten 1 weniger. Das machen wir mal. Machen aber auch das. Schnelles Tempo. Bereit, das Angriffstempo des ersten 2 Angriffe. Aladina. Oh, machen wir auch. So viel. Nicht auf die Zeit geachtet. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas verbrannt. Ach du Scheiße, der weiß, was er macht. Ich brauche zu viel Zeit leider. Auch schon bei Hearthstone immer mein Problem. Aber hier kenne ich ja wirklich noch gar nichts. Oder, ja gut, die Karten, die ich halt habe. Oh, Hälfte Leben, wa? Arrivederci. Und was haben wir hier? Wir hätten Sonnenmünze. Erhöht den Verkaufspreis dieses Dieners. Greift der aber auch an? Ja. Ah, das ist der hier. Okay, den holen wir mal. So. Das zählt mit in die Synergie mit rein. Nicht schlecht. Dieser Diener temporär mit jedem Angriffstempo plus... Aladina um 1 ist ja jetzt auch nicht... Oh, aber das geht sehr hoch. Und vor allem erhöht den Angriff Aladina, nicht nur temporär. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwie Tempo reinbekommen. Dieses Verbrennen hat nichts zu sagen, das ist nur der mehr Damage macht dann. Dieser Diener hat zusätzlich 6 Angriff, wenn er befördert wird. Bereit wird um 1 zurückgestuft. Ist ja prinzipiell jetzt erstmal Latte. Den nehme ich mal noch, der hat hier schön Damage. Jeder Diener, den du kaufst, den Angriff der nächsten Stachelwache, die du kaufst, um 1 bis 2. Ach, Leute, ich glaube, ich fließe das mal. Boah. Ah, ich muss die Slots ja noch freikaufen. Ach du Scheiße. Gut, okay, da haben wir uns erstmal hochgekämpft. Der eine ist da wirklich schon. Ist nicht so viel Geld. Was passiert hier? Okay, wir machen mal Bumm. Bumm hat nichts zur Folge. Na gut, also reicht der auf Level 1. Ich nehme jetzt den. Dann habe ich noch einen. Der kommt ja auch oft. Temporär. Mit jedem Angriff. Angriffstempo plus 22%. Hält bis zu 15 Sekunden. Angriffe teilen 30% Schaden aus. Prüfen wir. Machen mal das, weil das war Verkaufspreis. Temporärversiegelung heißt, jetzt kann ich ihn nicht verkaufen. Dann jetzt kann ich ihn nicht mehr kaufen. Ich check. Sonst zu broken wird wahrscheinlich. Was ist denn die Zeit, die ich im Turn noch habe? Ach, da unten, ja, die Leiste wie im Normalen, alles klar. Was haben wir denn hier? Wir haben was anderes Schönes. Konnte ich das übersehen? Noch ein Maidischen. Aber ich meine ja, das ist sogar... Ich bin zu langsam.
Es geht ja bis auf 4, das muss ich auch noch checken. Dass man ja die Einheiten noch eine Stufe höher bekommt hier. In dem Modus. Alter, keine Ahnung, am liebsten würde ich hoffen, hier kommen die Karten, die alle in meinem Deck sind, dass ich hier weiß, was man hier macht. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Ah, verkauft sich für mehr. Verkaufspreis steigt um +4. Den jetzt verkaufe. 4. Das kann man machen. Dämon, hallo, da sind wir. Diener. Nee, komm, das ist mir noch zu random. Dafür ist hier zu wenig los. Ich brauche aber die Free Refreshes. Eigentlich rausgeschmissenes Geld. Hier haben wir was. Wir haben Game. Ja. Den positionieren wir mal ein bisschen um. Warte mal, den haben wir doch auch hier. Das war der. Oh, dadurch steigt der Schaden, den er macht. Okay, also auch das Prozentuale. Sowas werde ich gerne mal tun. Dann hier noch. Wen haben wir hier? Aura. Oh, der muss bestimmt in die Mitte. Nee, das ist einfach nur so ein... Okay, na gucken wir mal. Könnte mit dem Schaden... Ja, alle haben jetzt so einen Wirbel drum. Oh, das könnte gut sein. Prüfen wir mal. Der hat ja sowieso schon Tempo. Jetzt geht's nicht weiter. Gott sei Dank nehmen wir mal das Gold mit. Oh, der hier ist schon auf Stufe 4. Oh, die Rumpelhüterin. Vor allem oft. Jetzt eine Tomate. Ich muss mich da auf jeden Fall auch Theory Crafting. Ich hoffe, man kann die Einheiten... Ah, hier sieht man jetzt alle, die im Game sind. Aha, dann könnte man sich da ja mal belesen. Sind das immer die gleichen, ist die Frage. Oh, 50 Gold, also wir schalten mal frei. Haben wir ja hier die Zwiebel. Angriffstempo ist wieder hochgegangen. Ah, hier sehen wir jetzt, der verkauft sich für 4 Wunderbärchen. Ja, dann machen wir mal. Bevor wir halt wieder nicht weiterkommen. Zack und zack und zack. Oh, der wird eine Bank. 53 hoch. Starke Stats jetzt. Das Maidischen finde ich nicht mehr, sehe ich gerade. Was macht er? Bei Kauf eines beliebigen Dieners erhöht den Angriff eines zufälligen Dieners um 2. Das ist gerade nicht Magie. Okay, das ist der normale aus dem normalen Game. Den nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal. Für Shop-Buff. Angriffstempo. Wir haben ja gerade eigentlich so eine Angriffstempo-Synergie. Jetzt wollte ich einen einfrieren, habe aus Versehen auf Ready gemacht. Ich muss mal kurz meine Cola öffnen hier. Boah, trockenen Mund. Man braucht den schnellen Zucker zum Nachdenken. Okay. Ist natürlich ganz geil, auch mit den Mehrplätzen. Diese Synergien, wenn ich die hochbekomme. Oh, temporär, also permanentes Scaling ist dann schon, ich würde gerade temporär sagen, ist ja genau das Gegenteil. Einer Feuerfunk ist schon raus. Uff. Ah, das sind aber auch immer nur die 3 Trades, die jetzt in-game sind. Check. Bereit, beschwört einen temporären Klon des Dieners auf dem Feld oberhalb dieses Dieners. Er erbt den Sternenrang von Gurkenmagier und 100% seines Angriffskaufpreis +3. Keine Ahnung. Ich versuche jetzt eigentlich noch was, um ein bisschen Board Space zu machen. Ist eigentlich dick, den brauche ich eigentlich. Oh, slow, oder? Greift Gegner in einem Bereich an, teilt 25% Schaden aus und verlangsamt sie für 3 Sekunden. Ist eigentlich needed, aber das war er hier nochmal. Von ihm hier nicht überzeugt. Den Feuer weg. Mach mal erstmal den Slow, weil ich echt nicht weiß, wie dir weiterhin soll. Die Aura muss ich auch behalten. Scheiße, Mann. Ich freeze einfach. So, dann kriegt der nämlich nochmal Damage für Gold, was ich habe. Ich hasse die Schnecke, habe ich das schon mal erzählt? Mein Gott, hasse ich die. Hier ist aber clear. Okay, unentschieden. Fliegt die mal inner raus, dass ich nicht Top 7 werde? Okay, wir machen mal das. Was ist er denn? Erhöht mal... Aha. Wollte ich letztens eigentlich schon mal holen. Das ist meine AOE. Oh, wie machen wir's, Chat? Wie machen wir's? Das ist mein Dieschen am liebsten weg. Bauspace. Bauspace. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Den finde ich ja auch nicht nochmal. Ihn weg. Dann AOE erstmal. Wir nehmen den AOE. Ja komm, ich habe keinen Botspace. Weg mit ihm. Scheiß hier auf seine Klone.
Azur Astrolog. Aber bereit. Dieser Diener gibt 1 Pflicht Azur im Shop weiter. Aha. Macht also, was er will. Na gut. Gucken wir mal. Also dieses Maidieschen hätte ich schon gerne oben, weil das gerade so ein bisschen was Stats garantiert. Dass dann auch die Frontline der Angreifer ein bisschen höher ist. In AOE natürlich die Variante der Azur-Astrologin, die es hier gibt, die hätte ich dann auch gerne mal mit diesen 45% da mir angeguckt. Fast ausgenockt, den Typen. Einer ist raus. Ich nehme mal an, da die Platzierungen da so mit 1, 2, 3 ausgeschildert sind, sind das auch die man erreichen möchte. Hier kommen wieder immer andere. Ich mache den Platz einfach mal frei. Und wir holen uns... Das wäre halt das Ding. Die Frage ist das hier jetzt noch so krass ausschlaggebend? Mach's einfach. Dadurch haben wir erhöht den Angriff von Madame Tulpe um 3 für jeweils 3 in dieser... Aber dann ist die Frage, jetzt muss ich die Zeit nutzen, um zu gucken, was wir hier wegfeuern. Die Aura auf gar keinen Fall. Der AOE. Ich will halt höher bekommen. Den Slow eventuell. Ich weiß es nicht. Die hier. Wir werden jetzt Gold ausheben. Die wird weggefeuert. Die stelle ich dann mal nach ganz hinten, um zu wissen, dass die gleich das Zeitliche segnet. Das heißt ja eigentlich, wenn sich das Deck zusammenstellt aus Karten... Aber habe ich die? Die habe ich doch alle nicht, oder? Würde sich das Deck nur zusammenstellen aus Karten, die man nicht... die man hat, wäre es ja... So, wenn man den normalen Modus nicht spielt... Also, wenn man sein Hauptaugenmerk auf Schach hier spielt. Schach, also den richtigen normalen Battlegrounds. Das ist so ja dieser OG-Standard-Auto-Battler-Modus. Es ist schon wieder was Neues. Einsetzen erhöht den Angriff des ausgewählten Dieners um 2. Für jeden in dieser Runde gekauften Diener. Oh. Check. Aber wir müssen das mal... Dann geht mal die Aura hier weg. Aua. Wem geben wir? Eigentlich dem AOE. Warte mal, was ist denn jetzt los? Kann man den denn verbessern, wenn der nicht... Ist ja Mulm. Der wird jetzt mal verkauft. 22. Und jetzt sieht's mal los hier. Da ist er. Die Tomatchen. Tulpe ist mir zu wichtig. Du warst die Aura. Was warst du beim Kauf eines... Weg. Kommt das nochmal hier. Ah, was macht denn... Nee. Bereit senkt die Anzahl der beschworenen Elite-Trupp-Einheiten für bis zu 2 Diener um 1. Für jeden betroffenen Diener beschwört dieser Diener einen zusätzlichen Elite-Trupp mit. Da hab ich keinen Bock zu. Das ist ja wieder. Die wollen, dass ich den nehme. Was macht er? Entzieht einen Shop-Diener-Angriff. Boah, das können wir mal machen. Oh, Mann, ich bin zu langsam. Das ist so zum Kotzen. Ich kenne die Einheiten halt nicht. Gibt bestimmt Leute, die sehen das Bild, wissen, was der macht. Ja, super, toll. Danke, Peter Zwegert. Nein. Nein. Sag ich, mit einer Einheit mehr, die stark gewesen wäre, hätten wir da zumindest nicht versagt. Meine Tomate kommt auch nicht mehr höher. Mann, ey. Komm, den frieren wir mal ein. Was haben wir hier? Hört den Angriff des ausgewählten Dieners für die 2 Sonnenmünzen, die du in dieser Runde ausgegeben hast, um 3. Haben wir ja bisher noch nicht. Muss ich jetzt echt hier das Geld rausfeuern? Oh. Oh. Jetzt kommt hier ein bisschen Shop-Buff drin. Hallo Mana-Baum. Wir gehen hier wirklich auf mein Deck so ein bisschen zu. Maidieschen. Wisst ihr was? Der hier. Ich krieg auf den keinen Angriff rauf. Kann gehen. Muss die Mathematik hinhauen. Wenn ich den jetzt wieder verkaufe, müsste ich ja noch haben. Oh, den frieren wir mal ein. Machen so hier. Haben wir eigentlich einen heftigen AOE? Der kommt hier hin, der wird verkauft. Oh, gepuppelt. Egal. Den Mana-Baum. Oh, der ist natürlich in dem Modus auch wesentlich stärker. Weil du noch 3 mehr individuelle... Jetzt kann ich auch gleich mal gucken. 11 Max Mana. Also ist das schon eigentlich der Baum, den ich wirklich besitze im Deck. Oh, wenn er stirbt, kriege ich dann keinen Schaden? Und die Runde vorbei?
Hat wieder was gehabt, dass er nicht angegriffen werden kann. Also Freunde. Hebe ich mir vielleicht sogar auf, falls wir nichts Besseres finden. Ui. Den Djinn mag ich sowieso nicht. Den können wir noch rausfeuern. Ist mir auch eh hin. Ja, den Hack ja da. Nee, aber wir machen mal fürs Ausspielen das so. Und bam. Es wird sortiert. Warum? Aura. Okay, ist eine ganz andere Tomate als im normalen Spiel. War gut zu wissen. So. Das passt. Ja, das war die mit den... Also was jetzt? Dieser dient halt für jeden Gegner auf dem Feld plus 36 Angriff. Jetzt das Schachbrett? Nee, er meinte die spawnen. Oh, okay, bringt halt nichts für einen Angriff, aber... Oh. Okay, und er wird schwächer, wenn die... Ja gut, aber... Gesetzt im Fall, dass die Leute halt so spielen, wie man es eigentlich machen sollte, dass man vorne und die Runde geht zu Ende. Das heißt, ich kann genauso Schaden bekommen, auch wenn ich ihn quasi schon platt gemacht habe. Boah, könnte es ein Win werden? Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich eigentlich so richtig mache. LP-Entzug. Okay. Das, was man jemandem als Schaden macht, anscheinend kriegt man nach der Runde als LP zurück. Deswegen habe ich wieder mein... So. Ich habe ihn verwechselt. Scheiße. Fuck. Wollte gar nicht. Machen's mal so. Ne, die Aura bleibt. Die Azur, ne? Mann, so leid es mir tut, aber du bringst mir hier gar nichts. Mal weg. Oh. Wunderbar eigentlich. Ich hab das Mächtigchen da hinten immer noch. Freunde der Nacht. Das ist natürlich die ja ein übelster Bieter. Hier natürlich bringt die dann umso weniger die. Ach du Scheiße, bin ich weg jetzt hier? Der wird doch 120 Schaden machen. Da geht ja gar nichts durch. Komm. Die kriegt ja nochmal Schild. Boah. Endrunde. 1 gegen 1. Ach du Scheiße. Was war hier? Ach, das ist der mit dem temporären. Nee, Freundchen. Lieber hier jetzt mal noch irgendwas irgendwie hochgelevelt bekommen. Oh, Scheiße. Scheiße. Die Zwiebel, vielleicht finden wir da noch eine. Scheiße. Okay, wir haben Game. So, Freunde, jetzt heißt es wirklich Kopf hoch und hoffen. Oh, wir sind schon von der Kampfkraft ein bisschen stärker. Aber jetzt muss hier auch was passieren. Oh, sein Djinn. Sein Djinn ist dick. Aber Madame Tulpe, Alter, was ist mit ihr eigentlich? Erhöht den Angriff von Madame Tulpe und plus 6 für jeweils 3 in dieser Runde ausgegebenen Gold. Ach du Scheiße, da stimmt gar nichts bei ihm. Fuck. Der schnetzelt mich komplett nieder und ich krieg die... Oh, es leckt auch gerade, ne? Es sind anscheinend ziemlich viele Zahlen. Da wird geheilt bei ihm. Er hat ein Schutzschild. Wie? Aber wie macht man sowas denn eigentlich? Das ist die 2. Aber man kann festhalten, auf jeden Fall eine Runde ungefähr 25 Minuten. Oh, 35 Punkte bekommen. Du Elbe, ich konnte es nicht anklicken. Oh, war jetzt nicht schlecht. Jetzt mal meine Review zu dem Modus. Den Kampfpass scheint man extrem schnell aufzusteigen. Ich bin jetzt 13 nach 3 Runden. Weil ich jetzt hier irgendwie nur 1,5 Level gemacht habe. Ich muss mich noch einfuchsen. Wo kann man denn hier zum Beispiel jetzt mal nachgucken, was ist hier alles? Okay. Da muss man sich, meine ich, echt einlesen, weil hier sind ja echt... Da geht's jetzt um alle Karten, ne? Also hier hast du ja wirklich... Ach was, nee, hört doch bitte auf. Das ist jetzt aber nicht ernst gemeint, oder? Legendäre Abzeichen. Hier muss ich mal sagen, mein erstes, okay, man muss gucken, was die bringen. Aber jetzt weiß ich, ich habe an einer Umfrage teilgenommen zum Duellschach und da hieß es, wie sind die Pay-to-Win-Eigenschaften? Sind die zu krass? Sind die zu... Ich konnte halt nichts dazu sagen, weil ich es nicht weiß. Das finde ich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen viel. Muss man halt immer gucken, wie es gebalanced ist.
erstmal, ohne dass ich es mir angeguckt habe, finde ich, dass die legendären oder die Goldabzeichen, wie auch immer, hinterm Pass versteckt sind. Vielleicht sind die Farben jetzt hier auch irreführend, aber schwierig. Ansonsten cooler Modus. Warum ich den normalen präferiere, ist einfach, wir haben jetzt, glaube ich, eine knappe Game Time gehabt in der Runde. Natürlich, es war die Endrunde, es war wirklich das Sudden Death. 25 Minuten ist eine Hausnummer. Das ist, sowas kann man auch in Hearthstone stecken manchmal. Ja, da ist man dann aber eher bei Top 5 oder sowas. Aber trotzdem, ist schon sehr lang und ich muss sagen, bei so einem Modus bin ich halt ein gebrandmarktes Kind, weil, wenn man da mal ganz ehrlich ist, im Mobile-Bereich jetzt gerade bestimmt geil, sehr umfangreich, man muss sich reintasten. Gerade um Zeit zu sparen in diesen Deployment-Runden, müsste man eigentlich das Bild sehen, der macht das, bam, und du kannst spielen. Ich in meinem Fall werde jetzt noch wochenlang alles durchklicken müssen und gucken, hey, was kann der? Ja, aber an sich, wie gesagt, jetzt nichts Schlechtes, aber kenne ich halt aus Dutzenden Autobattlern, die es auf dem PC gibt. In ausgereift, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht ausgereift ist, der spielt sich sehr smooth. Auf meinem Handy muss ich vielleicht die Grafik runterstellen. Ich habe kein Problem im normalen Modus, aber hier anscheinend zu viele Animationen, zu viele große Zahlen, dass es da schlapp macht. Ich finde es pro und contra, dass die Kartenstärke übernommen wird von den Karten, die man im normalen, also im Spiel einfach im Besitz hat. Gibt ein bisschen die Motivation, auch andere Karten zu leveln, was dir ja im normalen Ranked Kampfkraft gibt, also Prozente. Und hier halt einfach, dass du die besseren Versionen der Karten dann halt hast. Ist ein Für und Wider. Kann natürlich mit Pay-to-Win im Ranked, dass man sich alles einfach hochcasht, hier genauso einen Vorteil bringen. Dann stellst du da, ich hatte jetzt auch keine wirkliche Kombo, einfach das gestellt, wo ich dachte, jo, passt. Das ist mein Fazit zu dem Modus. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Finde es ganz cool mit dem Schachbrett, mit dem Freikaufen. Wäre jetzt auch, glaube ich, was ich an sich erstmal, weil ich den Coop-Modus noch nicht ausgereizt habe, eigentlich cooler finde als den Coop-Modus. Also ich würde es jetzt so ranken. Platz 1 bleibt für mich der normale Modus, ranked. Platz 2, der Modus hier, Duellschach, mit einer wesentlich krasseren Lernkurve. Hier hast du mehr zu lernen, zu Theory craften im Kopf, musst mehr wissen über das Spiel, über die Varianten der Karten und auswendig lernen, was macht diese Karte, ist wirklich ein hoher Faktor, was du da an Zeit sparst zwischen den Runden. Um Platz 3 denke ich mal grob. Die ganzen anderen Singleplayer-Modi da, die interessieren mich nicht so. Bin aber halt generell auch jemand, der ja jetzt nicht so hat. Es gibt immer wieder mal Singleplayer-Spiele, die mich faszinieren, aber es ist dann doch immer eher PvE-Koop oder PvP, was mich reizt. Aber in dem Sinne, meine Freunde, danke mal wieder fürs Einschalten. Wir haben auch P1 des Creator-Programms, Affiliate-Programms erreicht von Plants on Zombie. Hier auf jeden Fall auch nochmal Danke an Plants on Fire, denn die sind auf mich zugekommen und hatten mich gefragt, ob ich darauf Bock habe. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Die haben mir einfach die Rolle gegeben, haben gesagt, du, wird jeden Monat bewertet, mach wie du denkst und wenn du es schaffst, dann schaffst du es. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Und danke auch an euch, dass wir es geschafft haben jetzt schon. P1 vielleicht. Wir haben noch 2 Wochen. Oder ein bisschen mehr als 2 Wochen. Schaffen wir sogar noch. P2 ist ein enormer Anstieg zu Partner 1, aber es ist möglich. Und in diesem Sinne danke ich euch nochmal allen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und